Ja, heute fange ich an, das Loch zuzumachen, weil es jetzt eben die nächsten 2 Tage echt schön sein soll. Gell? Jetzt habe ich das einmal rausgetan. Das untere war eh nicht so nass, aber das oben war natürlich fetznass. Jetzt werde ich das einmal alles aufziehen. Und wie man da sieht, ist ja da drunter immer gleich die Dämmung. Und die habe ich ein paar Stückchen von der Dämmung. Jetzt habe ich mir gedacht, die kann man die direkt da reinbauen. Schneiden wir so ein Stück an. Aber erst werden wir wahrscheinlich das untere Teil machen und dann das obere. So, jetzt machen wir mal alles schön frei. Und werden das einmal schön planen. Ja, jetzt ist der nächste Tag schon. Aber ein bisschen was habe ich schon gemacht. Also, da habe ich 2 Stangen zugeschnitten. Die habe ich jetzt da rein. Dann habe ich noch ein Stückchen von dem Zaun hergenommen. Das ist jetzt dann schon einmal alles schön montiert. Ja, mich beutelt ein bisschen der Heuschnupfen, deswegen hört man ein bisschen, aber ist ja gleich. Da habe ich dann überall die Wände noch schön weggetan. Damit sie bündig sind, bis ganz unten. Damit ich da dann auch betonieren kann. Und ja, jetzt werde ich dann schauen, dass ich da drunter ein paar Bretter hinkriege. Und dann mache ich es bis da oben hin voll mit Beton. Und dann kommt eine Isolierung rein. Wieder oben. Aber als erstes weißt du noch ein bisschen auspusten. Noch. Ein bisschen den Dreck raus. Aber dazu später dann. Mit dem Rest. Ja, jetzt habe ich das einmal aufgestellt da. Meine Stütze, ich hoffe, das haltet. Ich habe dann so ein Draht umgewickelt. Und dann so umgebunden, einmal grob. Dann habe ich es jetzt von unten aufgedruckt. Und von der hinteren Seite habe ich dann noch einen Storn untergelegt, damit ich da die richtige Härche erreiche. Und eben da vorne noch das Brettel. Da habe ich natürlich auch ein bisschen jonglieren gemisst. Aber schaut ganz gut aus. Ich habe da dann ein Loch reingekippt. Ich habe hier von einer Silikondose so eine Tube. Ja, einfach oben weggeschnitten. Und das stecke ich dann oben rein. Dann mal gucken, wie das Wetter wird. Ich hoffe, es wird nicht allzu schlimm. Ja, weil eben, das hat den gleichen Durchmesser. Fast. Ja, wenn das Wetter noch hat, ein bisschen, noch, könnte ich heute noch betonieren, aber ich weiß nicht. Das wohl unhaltet. Schauen wir mal. Ja, für heute habe ich fertig betoniert. Da sieht man, wie ich das gemacht habe. Mit dem Real. Das ist die Betonschicht. Jetzt werden wir schauen, ob der dann ungefähr so gleich wird wie der andere Beton. Vielleicht will ich noch ein bisschen anfeuchten, die Ränder. Aber der Rest scheint mir schon recht feucht zu sein. Da oben habe ich das jetzt so gemacht, dass ich da diese Hölzeln drunter
auf 3 Seiten. Und dann wieder die Eisen da drunter. Ja. Auf alle Fälle da drunter irgendwo. Und dann tue ich das einfach drüber. Und es dauert ja noch ein bisschen, bis ich bereit bin. Da oben dann auch noch die Betonschicht drauf zu tun, die letzte. Geil, ja. Und den restlichen Beton habe ich unten ein paar die Ameisen hergenommen. Mal schauen jetzt dann gleich. Ja, eine Blüte, Holunder. Ja, da habe ich jetzt das Gitter rausgetan, haben sie einmal geputzt. Dann habe ich da zubetoniert. Aber ich weiß nicht, ob der nicht da vielleicht auch reinkommt. Ich habe ja da den Lehm hergetan gehabt. Und da haben die eiskalt durch den Lehm ein Loch durchgegraben und sind irgendwie wieder reingekommen. Aber auf alle Fälle Beton haben sie nicht so gern. Jetzt habe ich da versucht, das schön rundherum abzudichten, dass man es aber möglich wieder aufkriegt, früher oder später mal. Mal schauen, ob das klappt. Aber ich werde nicht aufhören. Und die Ameisen werden auch nicht aufgeben. Oh, schau mal. Ja, was hat denn das Nudeln? Was die da rumtrugen. Ja, was kriegen sie? Ja gut, heute war es einmal. Ja, gestern habe ich dann noch den Schaum reingetan und eben die Platten. Um die Platten festzuhalten, habe ich da noch den Stein draufgelegt. Ich habe natürlich nicht gedacht, dass der noch so viel weiter rausgeht da. Aber ist es so. Und dann habe ich gerade gemerkt, dass es nass ist. Es ist von da oben getropft. Ja, da tropft es. Welches Morgen, ne? Ja, gestern hat es ein bisschen geregnet. Und anscheinend saugst das Wasser überall ein, gell? Tja, das ist halt so. Ja, wahrscheinlich nicht so tragisch. Jetzt werden wir es mal genauer anschauen. Und dann muss ich den Schaum wegschneiden. Und dann kommt noch einmal eine Betonschicht drauf. Ja, jetzt habe ich da 2 Eisen rein und dann noch einmal das Gitter ein bisschen drunter. Das soll halt eigentlich heben, aber jetzt da noch befestigt an die Eisen. Da habe ich noch einmal von einem anderen Silikonbehälter habe ich da noch ein Ärl genommen und innen drin habe ich so eine Folie, die was recht starr ist. Und die hebt das eigentlich ganz gut zusammen. So, jetzt hat es leider angefangen zu regnen wieder. Und da habe ich noch eine Konstruktion gebaut, aber die passt jetzt nicht ganz hundertprozentig. Die was dann da so draufkommt. Muss ich da noch ein bisschen am Ecke. Am Ecke muss noch ein bisschen was weg, damit es da reinkriege. Und dann soll das eigentlich alles gut passen. Ja, jetzt muss ich mich leider beeilen, weil es wieder anfängt zu regnen. So, jetzt bin ich fertig. Ja, hat eine Weile gekostet. Hat ein bisschen gedauert, aber
Schaut eigentlich ganz gut aus. Jetzt habe ich die Dinger nicht weiter gekriegt. Die Dübel. Dann ist eine Folie drumherum getan, damit nicht der Beton reingeht. Dann ist sie einfach reingedruckt und danach habe ich natürlich gemisst noch mal ein bisschen rangieren. Ja, dann ist mir da dann eben zu wenig Platz gehabt. Ja, dann ist da halt das ganze Ding hingeworfen. Ja. Mei. Teil. Die Wand ist halt ein bisschen weg da. Vielleicht komme ich jetzt da schön rein. Ja, da hinten. Noch die Stahlverstrebungen mit einbetoniert und dann die Stange. 2 Stangen, das Ganze halten. Was heißt das? Eine Gärung oder irgendwas. Ja, mal schauen, ob ich das gerade hinkriege. Und da muss ich die Löcher noch ein bisschen tiefer bohren. Wenn ich da hinkomme überhaupt mit dem Bohren. Und sonst haben wir eigentlich da vielleicht ein bisschen einen Bauschaum drunter, dann ist das schön dicht. Weil mir scheint, dass wenn die Metalldinger da drüber sind, also in der Luft quasi, da rosten die ja. Dann heißt nach einem Riesling muss das Dach so gebaut sein, dass da überhaupt keine frische Luft hinkommt, wenn mir 4 kommt. Boah. Das ist leider meine Idee. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, warum man den nicht mit einbetoniert hat. Ja, keine Ahnung. Auf alle Fälle heben die Decke. Und wenn die durchrosten, dann ist es etwa nicht so toll. Ja. Dann lassen wir nochmal aushärten. Ja, leider habe ich da Betonarten gekriegt, die was schnell aushärten. Also man merkt schon schön, dass die warm sind. Da haben wir ein bisschen was drüber gesprüht, aber jetzt muss dann heben bis morgen. Das ist schon 7. Ja, dann muss ich die nächsten 28 Tage ein bisschen schauen. Jetzt soll es dann die Hitzewelle kommen. Ja, hat schon irgendwas gehen. Gut.